sind auf dem Weg von der Küste weg nach Windhoek. Jetzt mittlerweile 260 Meter hoch. Es regnet sich jetzt ein und das Ganze bei 18,7 Grad. Das freut Silke. Ja, super. Fahr nach Afrika, haben sie gesagt. In Namibia scheint die Sonne, da ist Wüste. Das sieht echt nach einem richtig schönen Landregen aus. Ohne Booties ist das Wasser sofort kalt am Fuß. Das mag wohl sein. Aber es wird ja auch gleich auf zu regnen. Da hinten wird es ja schon wieder heller. Ja, aber da geht das Wasser nicht raus. Das stimmt. Na Silke, wie war die Reisegruppe, die wir heute getroffen haben? Unterbelichtet. Es waren deutsche Touristen, Motorradfahrer. Wir sind aus Belgrad. Allen Ernstes wurden wir das gefragt. Es waren nicht die hellsten Torten auf der Kerze, aber immerhin fast 5.500 oder 6.000 Euro für 3 Wochen Namibia fahren ausgegeben. Hier in Windhoek gibt es jetzt neue Reifen. Profil ist da nicht mehr viel drauf. Die haben jetzt etwa 12.000 Kilometer und haben sich bei beiden Motorrädern fast gleich abgefahren. Es regnet und regnet und regnet und ist kalt und macht keinen Spaß. Wir sind gerade dabei, die Bremsflüssigkeiten bei all den Motorrädern, die wir hier auf dem Hof haben, zu wechseln. Und wir haben tatkräftige Unterstützung. Und Snow. Ja. Man sieht, er hat auch Dreckpfoten. Und das Schnäuzchen, er musste mir unter das Motorrad gucken heute Morgen. Und Snow, ist der Bremsflüssigkeitsstand in Ordnung? Lager sind auch gut. Jan entlüftet die Kupplung unter fachkundiger Aufsicht. Wir sind bei Yamaha in Windhoek auf dem Hof. Silke kriegt einen neuen Reifen, aber wir dürfen vorher in der Werkstatt nochmal einen Ölwechsel machen, weil der Hof, wo wir wohnen, nicht so der Hit ist. Und da sitzt Madame und selbst ist die Frau. Endlich ein Qualitätsteil an meine Honda. Naja, nur der Dichtring, aber original Yamaha-Teil. Du brauchst auch noch einen neuen Reifen, Jan? Blödsinn, der geht noch bis Kapstadt. Geht bis Kapstadt? Bin ich mir nicht so sicher. Nach 37.000 Kilometern tickern die Ventile jetzt zum ersten Mal. Und es ist Zeit, das Ventilspiel einzustellen. So, es gibt ein klitzekleines Problem. An den Schlepphebeln ist die Beschichtung ab. Und an der Nockenwelle gibt es auch schon Verschleißspuren und so sollte man nicht weiterfahren. Aufgefallen ist das Ganze, weil das Ventilspiel nicht wie üblich eingelaufen ist, sondern das Ventilspiel größer geworden ist und wir dann mal genauer geschaut haben. Und es war auch Zeit für eine neue Zündkerze. Ne, Jan? Ja. Die sollten wir eigentlich vor 37.000 Mal gewechselt haben. Blende die mal ein. Sie hat noch einwandfrei funktioniert. Sprang an. Mhm. Wir dürfen unsere Motorräder, bis die Teile da sind, beim KTM-Händler einlagern. Und sie stehen in bester Nachbarschaft von dieser Beauty. Mann, ist die schön. Wir sind auf dem Weg zum Flughafen und fliegen weg, bis die Teile da sind. Nee, nicht so ganz. Wir holen nur ein Auto ab und dann fahren wir ein bisschen durch Namibia.
Alles, was wir brauchen für Abenteuerurlaub. Mal schön Kaffee geladen hier, ein paar Wasserflaschen. Jetzt geht's mit dem Toyota richtig Offroad. In Abenteuerurlaub. Über Weihnachten. So wie alle anderen auch. 26 Tage.